Wir sind in den Cotswolds angekommen. Erster Eindruck. Süß. So habe ich mir das vorgestellt. I'll tell him what you say. Und guckt mal da. Noch ein Cottage. Wir sind Steffen und Carsten und 15 Tage in Süd- bzw. Südwestengland unterwegs. Im ersten Video haben wir die Küste Devons, genauer gesagt die Jurassic Coast, erkundet. Dabei entdeckten wir die majestätischen Kreideklippen von Land und aus der Luft, badeten im Ärmelkanal, wanderten zur alten Burg Hearst Castle und zu idyllischen Strandhäusern und überkamen unsere Ängste in Portsmouth. Im zweiten Video erkundeten wir Englands südwestlichsten Teil, Cornwall, und entdeckten magische Schluchten, pinke Horden und den Karnevalsumzug während der Falmouth Week, lernten viel im größten Regenwalddom der Welt im Eden Project, Das ist echt cool hier. besuchten eine Burg auf einer Gezeiteninsel und schließlich auch das westliche Ende Englands. In diesem Video, dem letzten Video der Reise, landen wir in den idyllischen Cotswolds und werden hier so einiges erleben. Und damit, los geht's! Und damit herzlich willkommen zu unserem letzten Video. Wir sind in den Cotswolds angekommen und sind gerade an unserem ersten Ort angekommen, nämlich den wir uns angucken wollen. Das ist ein ganz kleines Örtchen, wie in den Cotswolds üblich. Relativ viele kleine Örtchen hier. Und die sehen alle ganz zauberhaft aus, denken wir oder hören wir zumindest die ganze Zeit. Und wir wollen herausfinden, ob das wirklich so ist. Erster Eindruck kommt jetzt. Kleine Steinbrücken, der Fluss plätschert knöcheltief durch das Dorfzentrum. Man nennt es das Venedig dieser Region. Man wartet eigentlich nur darauf, dass Miss Marple um die Ecke biegt. Aber Hand aufs Herz, was unsere Aufnahmen nicht zeigen, die 400 anderen Menschen, die gerade genau hinter ihrer Kamera stehen und dieselben Momente aufnehmen. Wunderschön? Absolut. Ein Geheimtipp? Definitiv nicht mehr. Und? Erster Eindruck? Süß. Kussi und Bussi, ganz süß. Also es ist so, wie man sich es vorstellt. Es ist super urig, aber alles so einheitlich. So richtig altertümlich. Also man fühlt sich einfach als cozy. Ja, cozy ist das Wort, was das ziemlich gut zusammenfasst. Ach, ich fühle mich schon so cozy. Die Dänen würden sagen Hügge. Hügge, genau. Hügge oder cozy. So, erklär uns mal, warum die Brücken so klein, so kurz sind, so niedrig.
So, erklär uns mal, warum die Brücken so klein, so kurz sind, so niedrig. Weil es hier kein Hochwasser gibt. Die Cotswolds sind quasi die Welthauptstadt für skurrile, altmodische und total absurd klingende Ortsnamen. Und da wollen wir euch mitnehmen. Deswegen kommt hier die erste Quizfrage. Wie heißt dieser Ort? A. Bumpton over the Bridge. B. Burton on the Water. Oder C. Bubbling in the Stream. Die Antwort folgt gleich. Zweiter Stopp des Tages und wir gehen hoch hinaus. Wir sind am höchsten Punkt der Cotswolds angekommen, 244 Meter über dem Meeresspiegel. Stowe on the Wold, übersetzt heißt das so viel wie heiliger Ort auf den Hügeln, war früher das schlagende Herz des Wollhandels. Auf dem riesigen Marktplatz wurden früher bis zu 20.000 Schafe an einem Tag verkauft. Heute sind es eher Touristen als Schafe, die sich zwischen den honiggelben Steinfassaden drängeln, aber der raue historische Vibe ist geblieben. Wusstet ihr außerdem, dass Mittelerde mitten in England liegt? Naja, fast. Es geht um die Nordpforte der St. Andrew's Church. Wir suchen gerade The During Door. Sieht aus wie aus, oder soll aussehen wie aus Mittelerde. Mal gucken, ich glaube, ich habe sie. Da ist sie. Zwei uralte Eiben, die eine Tür förmlich verschlingen, sollen J.R.R. Tolkien zu den Türen von Durin in Herr der Ringe inspiriert haben. Wir warteten eigentlich nur darauf, dass seine Inschrift aufleuchtet und man Freund sagen muss, um einzutreten. What's the Elvish word for friend? Melon. A few moments later. Stopp Nummer 3. Wir tauschen verwinkelte Gassen gegen eine beeindruckend breite High Street. Man sagt, der Pub The Bell Inn hier im Ort sei das reale Vorbild für das tänzelnde Pony aus Herr der Ringe. Ob Tolkien hier wirklich nur ein Bier getrunken hat? Die Einheimischen schwören darauf. Doch dieser Ort fühlt sich echter an, weniger wie eine Museumskulisse. Hier gibt es Supermärkte, einen Bahnhof, ein echtes Leben zwischen all den honiggelben Steinen und weniger Touristen. Doch eine Frage bleibt. Wie heißt dieser Ort? A. Shack on the Shire. B. Upper Snotting Sodbury. Oder C. Morton in Marsh.
A little longer than a few minutes later. Vierter und fünfter Stock des Tages und ja, die ganzen Orte liegen hier so dicht beieinander, dass das wirklich möglich ist. Wir sind in einem Dorf, das regelmäßig zum schönsten Englands gewählt wird. Ein kleiner Fluss, der sich an Cottages vorbeischlängelt, eine alte Wassermühle und absolute Ruhe. Bei nicht einmal 250 Einwohnern ist das auch nicht verwunderlich. So habe ich mir das vorgestellt. Auch war es schon später und viele Touristen schon wieder weg. Bevor wir uns eine Meile westlich zum Partnerort begeben, ist es mal wieder Zeit für ein Quiz. Wie heißt die wörtliche Übersetzung dieser zwei wirklich idyllischen Örtchen? A. Neues und altes Dorf der 1000 Enten. B. Großer und kleiner Fuchsbau. Oder C. Obere und untere Schlachtung. Schreibt euren Tipp mal in die Kommentare, die Auflösung folgt. Die schönsten Dörfer Englands heißen Upper and Lower Slaughter, was so viel bedeutet wie obere und untere Schlachtung oder Gemetzel oder Massaker. Passt doch zu diesen idyllischen Örtchen, oder? Herzlich willkommen in Stratford-upon-Avon, dem Geburtsort und Lebensort von William Shakespeare. Ich mache mir jetzt auf den Weg zu Shakespeares Geburtshaus und werde mir das angucken. Steffen wird da nicht mitkommen, der macht was anderes. Mal gucken, was er so macht. Unfug. Unfug? Schmetterlingshaus, ne? Das machen wir nicht zusammen. Okay. Na dann, auf zu Shakespeares Geburtshaus. Also ich war gerade in Shakespeares Birthplace, das ist genau das Gebäude hinter mir. Das ist das Haus, in dem er geboren wurde und 18 Jahre lang aufgewachsen ist, bevor er dann mit seiner Frau Anne Hathaway in ein anderes Haus gezogen ist. Direkt innen drin in der Ausstellung durfte ich nicht filmen, auch nicht im Haus, allerdings im Garten. Man kommt rein und hat erstmal so ein kleines Video, so wie es häufig so ist, aber es ist echt schick gemacht. Und dann kriegt man so ein paar Informationen über das Leben in Stratford-upon-Avon um 1560 herum. Shakespeare wurde ja 1564 geboren. Und dann kommt man raus in den Garten. Dort hat man dann eine kleine Live-Performance von verschiedenen SchauspielerInnen, die kleine Shakespeare-Szenen vorspielen. Isn't devising impossible slanders? Haha. When I know the gentleman, I'll tell him what you say. Und dann kommt man in das Geburtshaus an sich, beziehungsweise in die kleine erste Erweiterung, in der Shakespeare und seine Frau damals mit seinen Kindern
mit den ersten Kindern gelebt hat, was man sich kaum vorstellen kann. Das war so eng, das war bloß ein Raum mit einer kleinen Treppe nach oben, wo noch ein kleiner anderer Raum war. Und dann kommt man ins eigentliche Haus, wo seine Familie gewohnt hat. Das war letztendlich auch ein Raum mit einem Bett und einem kleinen Kamin, so ein kleiner Aufenthaltsraum. Dann die Küche und neben der Küche war dann auch schon direkt der Arbeitsraum seines Vaters. William Shakespeares Vater war Handschuhmacher und der hat dort gearbeitet. Es muss wohl bestialisch gestunken haben, weil das Leder natürlich in Gülle aufgeweicht wird und natürlich wird die Gülle nicht direkt im Haus bewahrt, aber wenn das Leder reingebracht wird. Nachdem die Familie dann dort ausgezogen ist, weil William schon gar nicht mehr da lebte und sein Vater gestorben war, wurde das ganze Ding ein Inn, beziehungsweise auch ein Pub. Und da sind noch sehr viel verloren gegangen in der Zeit, aber an sich erstmal eine coole Ausstellung auf jeden Fall. Abseits des Shakespeare-Geburtshauses merkt man erst, wie viel Tudor-Charakter Stratford wirklich hat. Die Stadt ist ein einziges Labyrinth aus schiefem Fachwerk und massiven Eichenbalken. Es ist dieser typische englische Mix aus Weltkultur und gemütlicher Kleinstadtidylle. Jetzt bin ich im New Place, das ist das Haus, in dem Shakespeare später gelebt hat mit seiner Frau Anne Hathaway. Und das erkunden wir jetzt mal. New Place ist ein bisschen paradox. Ich besuche ein Haus, das gar nicht mehr da ist, sondern neuen Nachbau. Aber der Garten macht das absolut wett. Ich wandle zwischen Skulpturen und perfekt getrimmten Hecken. Ein echtes Highlight ist allerdings das große Banner mit den Shakespeare-Charakteren. Wenn man davor steht, wird einem erstmal nochmal richtig bewusst, wie viele dieser Figuren heute noch Teil unserer Popkultur sind. Das ist die ultimative Zusammenfassung seines Lebenswerkes. Ein echtes Best-of Shakespeare direkt unter freiem Himmel. Als nächstes geht es zur Holy Trinity Church, wo man Shakespeare näher kommen kann als irgendwo sonst. Außerdem besuchten wir ein Theater der Royal Shakespeare Company, The Other Place. Das meiste Leben spielt sich allerdings am Fluss Avon ab. Selbst die Boote haben Shakespeare-Namen. Man kann wunderbar am Fluss entlang schlendern und den Ruderbooten zuschauen oder die riesigen Schwäne füttern. Zum Abschluss wird es tropisch in der Schmetterlingsfarm, wo man sich plötzlich wie im Dschungel fühlt, mitten im Herzen Englands. Hier war es wesentlich heißer und wärmer als im Regenwalddom im Eden Project in Cornwall. Und gefällt es dir, dass mir hier gerade jegliches Wasser, was ich im Körper besitze, am Körper herunterläuft? Ja, das ist schön. Das ist wunderschön.
herzlich willkommen aus Oxford. Ich befinde mich gerade auf der Dachterrasse der Westgate Einkaufspassage und möchte euch heute mitnehmen in die alte Universitätsstadt Oxford. Carsten konnte leider nicht mitkommen, den hat es gestern Abend leider noch ein bisschen entschärft, der muss sich heute ein bisschen erholen. Was ist denn mit Carsten los? Und somit müsst ihr heute Vorlieb mit mir nehmen und ich nehme euch mit und hoffe, ich kann euch die alte Universität zeigen und mal gucken, was wir sonst so alles finden. Das nenne ich doch mal eine coole Dachterrasse. Also so kann man ja auch Grünflächen schaffen. Da sieht man noch einen kleinen Teil von der Einkaufspassage. Das Ding scheint nagelneu zu sein. Aber das ist echt cool. Schade, hier kommen wir wohl gerade nicht weiter. Hier ist gerade irgendwie ein privates Event. Ah, ist schon schick. Oxford ist einfach majestätisch. Wer hier durch die Straßen spaziert, kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Ja, für die berühmten Colleges muss man oft ein Ticket ziehen und kurz die Öffnungszeiten checken, aber das Gefühl, einmal in einer echten Harry Potter Kulisse zu stehen, ist unbezahlbar. Carsten werde ich auf jeden Fall nochmal herschleppen. Das ist das Oxford Castle. Das ist schon echt schön hier. Also ich wusste ja gar nicht, Oxford ist ja eigentlich ja nur für die Universität so weltberühmt. Aber ich habe hier so viele Colleges schon gesehen. Hier ist an jeder Ecke irgendein College mit einem total zauberhaften Innengarten. Und hinter mir ist jetzt die Christ Church. Die hat eigentlich auch einen richtig geilen Innenhof oder Garten innen drinne. Aber hier sind heute schon alle Tickets ausverkauft. Und so gehe ich jetzt hier einfach noch mal ein bisschen durch den Park. Da schauen wir dann mal, was wir noch so Feines finden. Und ansonsten gehe ich nachher nochmal in die Innenstadt. Vielleicht finde ich nochmal das ein oder andere Objekt. Ja, an alle Harry Potter Fans. Ich glaube, vom architektonischen Stil her erkennt man hier sofort Hogwarts. Oder auch andere Teile von der Geschichte sieht man. Also das ist sowas von geprägt hier. Beziehungsweise andersrum. Harry Potter ist, glaube ich, von Oxford geprägt. Und das ist schon echt beeindruckend. Und guckt mal da, noch ein College. Das nenne ich doch mal Fußgängerüberweg. Das kann man so, glaube ich, auch wortwörtlich nehmen. So ihr Lieben, ich bin mit meiner Route in Oxford durch. Mir tun auch echt die Füße weh, es ist richtig, richtig warm. Ich glaube, wir hatten hier heute 28 Grad bei bester Sonne. Und ich begebe mich jetzt hier am Kanal zurück Richtung Auto. Werde mal hier ein bisschen das kühle Klima genießen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoch und drüben wieder runter? Ja.
Und dann sind wir auch schon beim letzten Tag angelangt. Ich bin heute wieder mit dabei. Ich bin auch noch nicht ganz fit, aber zumindest genug, damit man noch ein bisschen was machen kann. Wir sind jetzt im Burford und werden hier eine kleine Mini-Wanderung machen, eine ganz entspannte. Und dann vielleicht noch 1, 2 weitere kleine Örtchen anschauen. Mal schauen, hier ist ja mehr als genug an kleinen Orten, wenn man dann einen Parkplatz kriegt. Ja. Willkommen in Burford, dem Tor zu den Cotswolds. Kleiner Realitätscheck vorab: Da die Stadt im Grunde aus einer einzigen sehr steilen Hauptstraße besteht, ist die Parkplatzsuche hier eine olympische Disziplin. Aber wenn man erst einmal zu Fuß unterwegs ist, vergisst man den Stress sofort. Es ist eine Mischung aus prachtvollen mittelalterlichen Fassaden und kleinen inhabergeführten Läden. Nach dem Sightseeing in der Stadt geht's ab ins Grüne. Die Wanderwege rund um Burford führen mitten durch das Herz der englischen Postkarte. Sanfte Hügel, goldene Felder und diese ganz besondere Ruhe, die wir von der Natur in Mecklenburg gewohnt sind. Willkommen in Bibury, dem Dorf, das eigentlich nur aus einer einzigen Fotokulisse besteht. Im September 2025 wurde Bibury von Forbes als schönstes Dorf der Welt benannt. Das lockt an. Und das alles nur wegen einer einzigen Straße, der Arlington Row. Das Verhältnis zwischen Dorfgröße und Besucherzahlen ist hier wie an vielen Örtchen in den Cotswolds leider völlig aus den Fugen geraten. Reisebusse, hupende Autos und ein riesiger Acker als improvisierter Parkplatz für 10 Pfund die Stunde, mindestens 4 Fußballfelder groß. Man fragt sich wirklich, wie die gerade einmal 500 Bewohner hier in dem Ort noch in Ruhe ihren Tee trinken können. Wir konnten den Ort leider ob der Menschenmassen nicht wirklich genießen. Die Cotswolds sind leider kein Geheimtipp mehr, sondern Ziel von über 100 Tagestrips pro Tag ab London, Cardiff, Bath oder anderen Orten. Anscheinend ist es am besten, auf die Nebensaison auszuweichen. Und damit kommen wir zum Ende unseres 3. Videos und beenden somit auch unsere Reise. Wir sind wieder auf der Fähre, wieder in Dover. Ihr seht den Kreidefelsen im Hintergrund. Mein Top ist eindeutig die Jurassic Coast. Also sowohl mit Durdle Door als auch der Wanderung, die wir da gemacht haben, wo wir die Drohne auch haben steigen lassen. Da wäre ich zu gern nochmal mit dem Boot lang gefahren oder mit dem Kanu. Also da mit dem Kanu mal so durch diese kleinen Tunnel, die in die Felsen gegraben waren, durchzupaddeln. Ja, also top, kann ich anschließen. Jurassic Coast war echt der Hammer. Ich habe noch ein kleines Goodie gehabt, wo ich alleine war, in Oxford. Oxford hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Ich hoffe, es war kein Top, nur weil ich nicht dabei war. Das lasse ich jetzt unkommentiert, das könnt ihr euch gerne denken. Und dann war es das wieder mit dieser Reise. Genau, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst ein Like und vor allem auch ein Abo da, damit ihr mitkriegt, wenn neue Videos erscheinen. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sommer und bis dahin, keep huffing around.